Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es das letzte Urlaubsvideo bzw. den letzten Urlaubsbericht aus meinem Sommerurlaub 2024. Diesmal wird es Pobjerovo sein. Wer die Urlaubsberichte davor noch nicht gesehen hat aus Hel und Uska, kann das sehr gerne auch nochmal nachholen, wer Interesse hat. Die Videos findet ihr dann unten in den Kommentaren. Auch zu beiden Orten habe ich ein Video zum Apartment gemacht, welches ich mir gebucht habe. Auch die findet ihr ebenfalls in den Kommentaren. Und zu Pobjerovo wird es sehr wahrscheinlich auch ein Video zum Apartment geben. Ich kann hier schon mal von vornherein sagen, ich persönlich fand das Apartment wirklich unglaublich, aber werdet ihr dann selber auch nochmal sehen, wenn das Video dazu erscheint. Dann würde ich sagen, gleich nach dem Intro geht's auch schon los. Ja, wie immer fangen wir an der Promenade an, beziehungsweise wir gehen in Richtung Promenade. Also das ist jetzt der Weg von unserem Apartment aus zur Promenade. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, Schnufinski und Tour, darf das auch noch sehr gerne machen. Da schmeiße ich mal hin und wieder ein paar private Aufnahmen oder Bilder von mir rein. Hier sind wir jetzt im Prinzip schon auch an der Promenade, an der Straße Grunwaldzka. Das ist die Promenade und ja, das ist im Prinzip eine ganz lange Straße, wie wir jetzt hier sehen. Und da haben wir links und rechts diese ganzen Buden halt, wie wir hier sehen, irgendwelche Eisdielen, Restaurants, Hotels haben wir hier auch. Ich kenne das Hotel gar nicht, aber wer schon mal da drin war, kann mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie dieses Hotel ist. Hier haben wir jetzt einen Abschnitt von der Promenade, wo keine Autos fahren. Man sieht das ja auch, da sind dann halt diese Blumentöpfe hingestellt. Ich weiß nicht, ob es das ganze Jahr über so ist. Ich vermute nicht. Ich denke mal, nur zur Saison wird das so sein. Und man sieht dann auch, dass gerade dieser Abteil schon wesentlich voller ist wie die Straßen davor. Da ist auch ein bisschen mehr, da spielt sich auch ein bisschen mehr ab. Man hat da Einkaufsgeschäfte, mehr Restaurants. Ja, genau, hier sehen wir auch nochmal diese Abgrenzung. Sehr schön. Hier kann man geräucherten Fisch kaufen, wie denke ich überall an der Ostsee. Wir haben unseren geräucherten Fisch nicht an der Promenade geholt, wir haben es auch an der Grunwaldzka geholt, aber ein bisschen weiter abgelegen, sehr gut. Und an der Promenade, also jetzt von unserer Sicht aus gesehen, an der Promenade rechts, auf der rechten Seite, haben wir dann auch immer so Strandzugänge. Dann kann man von der Promenade aus dann immer zum Strand gehen, wie wir das jetzt auch gleich sehen werden, und die sieht man ja auf dem Weg, haben wir dann auch nochmal rechts und links immer so Restaurants oder kleine Buden, die dann auch was verkaufen. Hier haben wir jetzt auch im Prinzip einen Spazierweg, Schrägstrich Waldweg, der dann von einem Strandzugang durch den Weg zum nächsten Strandzugang führt. Ja. Und wir gehen auch gleich zum Strand, da werde ich auch noch gleich ein paar Worte verlieren, auch ein paar negative Worte, aber dazu kommen wir dann gleich. Hier sind wir jetzt auf dem Weg in Richtung das Haus von Eva Braun. Wird wahrscheinlich, ich denke, zu Eva Braun brauche ich jetzt nicht viel sagen, die meisten werden wissen, worum es hier geht. Und hier haben wir auch ein Haus. Wer kann mir sagen, was das für ein Haus ist? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn man links an diesem Haus vorbeigeht, was wir gerade gesehen haben, haben wir hier so ungefähr 200-300 Meter Waldweg, und von dort aus dann sehen wir, gehen wir durch und dann kommen wir zum Haus von Eva Braun. Also das ist ein ehemaliges Ferienhaus von ihr. Im Prinzip ist das eigentlich nur ein altes Holzhaus, und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn da jetzt die Geschichte nicht dahinter stehen würde, wäre es einfach nur ein Holzhaus, was niemanden interessiert. Ist so zumindest meine persönliche Meinung dazu.
sehr, sehr, sehr viele Leute waren da und sehr viele Leute haben, also man kriegt ja die Gespräche mit, die sagen, die waren verwundert, warum das so zerfallen ist und warum sich niemand darum kümmert. Ne, warum das nicht irgendwie als ein Museum ausgestellt wird oder sonst irgendetwas. Ne? Ich habe im Internet versucht, Informationen zu finden. Hier ein paar Aufnahmen von drin. Man findet aber nichts, wirklich nichts. Überall steht das Gleiche. Es soll ein angeblichen Privatbesitz sein. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Wir haben aber auch eine Frau aus Warschau getroffen, die gesagt hat, ein alter Holländer ist Besitzer dieses Hauses, aber der ist schon mittlerweile verstorben und jetzt wissen die nicht, was sie damit machen sollen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wer Informationen hat, bitte, bitte, bitte zusenden. Bitte. Könnt ihr mir auch auf Instagram zusenden. Bitte, sendet mir das zu. Ich sage euch von vornherein, ich war nicht in einem Haus drin. Man sieht, der Boden, der ist, ja, da liegen irgendwelche Sachen. Ich hatte eine kurze Hose an und ein kurzes T-Shirt, also kurzes T-Shirt, ein T-Shirt. Und ich habe mir einfach dann so ein bisschen Sorgen gemacht, wenn ich da gehen würde, stolpern würde oder so. Man sieht da ja auch sehr schlecht, weil das alles dunkel ist. Ich wollte mir da nichts wegholen. Genau. Deswegen bin ich da nicht reingegangen, aber ich denke, es gibt auch genug Aufnahmen im Internet, wo das auch von drinnen zu besichtigen ist. Mich verwundert es ein bisschen, dass das ganze Haus überhaupt noch steht, nach so vielen Jahren, weil im Prinzip ist das eigentlich nur ein Holzhaus und dass es schon nicht irgendwie in sich zusammengefallen ist. Aber okay. Ich weiß, das Haus wurde ungefähr Mitte 1930 gebaut, ungefähr. Aber mehr Infos findet man leider nicht. Man findet überall das Gleiche. Und das ist auch so eine inoffizielle Touristenattraktion. Hier werden wahrscheinlich Treppen gewesen sein. Und vom Haus aus hat man jetzt den Weg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute aber einfach mal, dass es der private Strandzugang war. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich weiß es aber wirklich nicht. Wer auch irgendwelche Bilder, Aufnahmen hat von früher, wie das wirklich das Haus im Original aussah, überhaupt die ganze Gegend, dieser ganze Bereich, bitte sendet mir das zu. Ich bin da wirklich sehr, sehr interessiert daran. Leider findet man so gut wie gar nichts darüber. Ja, jetzt kommen wir aber auch schon zum Strand, beziehungsweise jetzt gehen wir in Richtung Strand und das wäre der Weg von unserem Apartment aus. Man kann sagen, Pobjedovo ist ein großes Waldstück, nenne ich das jetzt mal, und mitten drinne haben wir dann, wie wir hier sehen, ein paar Häuser, dann haben wir hier mal ein Resort und hier auch nochmal irgendwie ein Komplex, wo was gebaut wurde und genau, und sehr angenehm eigentlich, sehr angenehm die ganzen Wege dort. Jetzt sind wir auch am Strand. Ich finde, der Strand, der ist sehr schmal. Ich hatte, glaube ich, oder ich kenne keine anderen Orte an der Ostsee in Polen, wo der Strand wirklich so schmal ist. Also der war schon sehr, sehr, sehr schmal und dadurch, dass er so schmal ist, war er auch wahrscheinlich so voll. Also Pobjedovo selbst ist nicht überfüllt, meiner Meinung nach zumindest. Es ist viel ist dort los, aber nicht überfüllt. Man findet dort überall noch Parkplätze, wo man parken kann. Man kann gut durch die Promenade kommen, wie wir gerade auch gesehen haben. Aber naja, dadurch, dass die halt Strände so schmal sind, sind die Strände manchmal schon voll. Sieht man auch ein bisschen jetzt, ne? Aber schön, schön. Das Meer war auch dieses Jahr sehr unruhig. Also hier auch nochmal so ein Hinweis an die ganzen Schwimmer. Auch wenn es die Ostsee ist, seid bitte vorsichtig. Also es gab Stellen, also jetzt nicht in Pobjedovo, aber wo ich zum Beispiel auf Fell war. Ich bin reingegangen, ich war knietief im Wasser. 2-3 Meter weiter war ich schon fast im Hals, also bis zum Hals im Wasser, ne? Also sehr gefährlich. Eine negative Sache, was mir hier aufgefallen ist in Pobjedovo, sind diese ganzen Kippenstümmel und Dreck. Leute, räumt bitte euren Dreck weg. Wirklich, also ich könnte hier fluchen ohne Ende, aber das ist einfach eine Schweinerei. Und das sind wirklich nicht Sachen, die ich irgendwie gesucht habe, das waren Sachen, die ich einfach... ja, hier hat sich irgendjemand einen Döner bestellt. Also wirklich Schweinerei. Das sind einfach Sachen, die ich gefunden habe, 2-3 Quadratmeter um meinen Schirmplatz, nenne ich das jetzt einfach mal am Strand. Und das ist wirklich
eklig, wenn da meine kleine Tochter rumläuft, die keine 2 Jahre hat, ne, und dann die Kippenstümmel aufsammelt, weil Leute nicht in der Lage sind, ihre Kippen irgendwo zu entsorgen oder sonst irgendetwas. Da gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch eine Flasche zu nehmen, die dann dort reinzuschmeißen, dann die Flasche zu entsorgen. Aber das ist für mich einfach nur eine reine Schweinerei. Und ja, im Prinzip machen sich die Leute das selber kaputt. Leider. So, das war mein Video zu Pobirowo 2024. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das, was ich so mal ganz grob zu Pobirowo sagen kann, ist, ich finde, Pobirowo hat im Prinzip eigentlich nicht ganz viele diese typischen Touristenattraktionen wie irgendwelche Miniaturparks, irgendwelche, ich weiß nicht, super Schwimmbäder, wie es sonst überall auch gibt. Das, was dort interessant ist, ist diese lange Promenade und der Strand. Aber ich finde, dadurch, dass dieser ganze Ort mehr oder weniger in einem Wald drin ist, fand ich das dort irgendwie interessant und ich könnte mir wirklich vorstellen, dort nochmal hinzufahren. Ich habe mal gehört, dort gibt es auch irgendwie so irgendein Aqua-Unterwasser-Museum oder sowas. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht ganz sicher. Und was ich da auch noch gefunden habe, was auch in dem Video zu sehen war, war die inoffizielle Touristenattraktion, das Haus von Eva Braun. Ansonsten, was auch noch interessant ist, neben Pobirowo gibt es auch noch viele kleine andere Orte, die man besuchen kann, was vielleicht dann auch noch interessant sein könnte. Ich persönlich habe es jetzt nicht gemacht. Ich war mehr am Strand oder halt auf der Promenade spazieren. Deine Meinung zu Pobirowo würde mich aber wirklich sehr interessieren. Hinterlass mir das mal bitte unten in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!